Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin Svenja, Inhouse Make-up Artist bei Amazingy und heute wird es festlich. Ich zeige euch heute einen tollen, in meinem Fall Weihnachtslook mit dem neuen Amazingy Glitter. Ja, genau. Ihr fragt euch jetzt sicher, wie Glitzer und Naturkosmetik und Nachhaltigkeit zusammengehen, aber der Amazingy Bio Glitter ist 100% plastikfrei und 100% aluminiumfrei. Er ist nämlich auf einer Zellulosebasis und das bedeutet, dass er auch 100% biologisch abbaubar ist. Wenn er in Frischwasser gelangt, wird er von Mikroben verdaut und komplett zersetzt. Außerdem wird er in Deutschland produziert, was ein weiterer Pluspunkt ist, und seine Oberfläche ist besonders weich, auch im Vergleich zu konventionellem Glitter, da er ja kein Plastik oder Aluminium enthält und ist somit auf dem Auge eigentlich gar nicht spürbar, was super angenehm ist und man ganze Partynächte durchfeiern kann damit. Und für dieses Make-up rate ich euch auch mit dem Glitzer anzufangen, weil überall, wo dann ein bisschen was runterfällt, ist es einfacher, ihn danach zu entfernen, als wenn ihr schon eure Foundation drauf habt zum Beispiel, dann verschmiert ihr nur alles. Also fange ich jetzt bei den Augen an und ich nehme als Base den Hero Space Balm. Der funktioniert wunderbar, aber auch jeder andere cremige Concealer funktioniert gut. Tragt euren Concealer auf dem gesamten Lid auf, beziehungsweise da, wo ihr euren Glitzer haben wollt, und nehmt ruhig mehr Produkt, als ihr vielleicht unterm Auge verwenden würdet, damit der Glitzer auch eine gute Basis hat, um zu halten. So, jetzt kommt der spannende Moment. Ich trage die erste Farbe von meinem Glitzer auf. Ich habe mich für 2 Farben entschieden und die erste Farbe heißt Night Fever, ist ein Kupferrot, der hat mehr kleinere Partikel und ich gehe einfach mit meinem Finger in den Tiegel rein und nehme Produkt auf. Das hält sehr gut auf der Haut. Dann tupfe ich mir einfach mein Glitter auf die Stelle auf, wo ich ihn gerne haben möchte. Ich tupfe mir das Kupfer in der Mitte auf mein gesamtes bewegliches Lid und gehe ein bisschen nach außen und auch nach oben und lasse vorne ein bisschen Platz für den zweiten Ton. Die zweite Glitzerfarbe, die ich mir ausgewählt habe, heißt Super Freak und ist auch mein persönlicher Favorit von den 4 Amazingy Glittern. Und zwar ist es ein schöner Goldton und das Besondere bei dem ist, der hat 2 unterschiedlich große Partikel, kleinere und auch größere, und das sieht einfach wunderschön aus. Wenn ihr mit 2 Tönen arbeitet, könnt ihr auch nochmal, bevor ihr den nächsten Ton auftragt, den Concealer ein bisschen auffrischen, dass der Glitzer auch schön haften bleibt. Wenn ihr an einigen Stellen, wie hier am inneren Augenwinkel, merkt, mit dem Finger ist es nicht präzise genug oder ist ein bisschen zu groß dafür, dann könnt ihr auch einfach einen Pinsel nehmen und den Glitter auftupfen. Das funktioniert genauso gut. Das ist an einigen Stellen noch etwas präziser. Jetzt habe ich mein Glitzer-Augen-Make-up schon eigentlich fertig. Das ging super schnell und ganz einfach und sieht trotzdem total toll aus. Und ich werde jetzt aber natürlich den Rest meines Gesichts noch fertig schminken und weiter geht's dabei jetzt erstmal mit der Foundation, ein bisschen Concealer. Und zwar nehme ich auch einen Liebling von mir, die Ilia Serum Foundation, und zwar meine Farbe ist Kiosk. Und die trage ich jetzt einfach auf meinem gesamten Gesicht auf. Zum Auftragen der Foundation habe ich mich heute mal für den Kierweiß Foundation Rush entschieden. Und zwar, weil der ganz flach ist und auch nicht so groß. Und damit kann ich super gut ganz nah unter die Augen gehen und habe nicht so Probleme, das Make-up oder auch gleich den Concealer noch ganz nah am Glitter aufzutragen. Außerdem finde ich den im Moment sehr praktisch, weil ich die Foundation damit schön tupfen, aber auch verstreichen kann, weil ich gerade etwas gerötete und trockene Haut habe, und dann ist Tupfen angenehmer als zu sehr verwischen, damit man nicht so die trockenen Hautschüppchen ablöst.
Auch für den Concealer habe ich einen schmalen Pinsel oder einen flachen Pinsel gewählt, aber jeder Concealer-Pinsel ist ja eigentlich so aufgebaut, um besonders gut an den Glitzer ranzukommen. Es ist nicht so schlimm, wenn nicht überall Concealer in der Nähe vom Glitzer ist, weil ihr habt ja eh schon unten drunter als Basis ein. Und außerdem die gute Sache daran ist, wenn ihr besonders viel Glitzer im inneren Augenwinkel und darunter habt, habt ihr ja eh schon ein bisschen Augenschatten abgedeckt. Dann vollende ich mein Augen-Make-up, indem ich meine Augenbrauen noch mit der Hero Wow Brow in Medium ein bisschen nachziehe und natürlich Mascara auftrage, und zwar auch eins meiner Lieblingsprodukte, den Mascara von Absolution. Ich kämme diesmal die Wow Brow ein und mal nicht die Augenbrauen komplett nach, weil ich zu dem Glitzer finde, weil es auch nicht so harte Kanten und Ecken hat, dass die Augenbrauen auch ruhig ein bisschen wilder und natürlicher sein können, aber trotzdem gepflegt aussehen. Ich pudere mir ein bisschen unter den Augen mein Concealer ab und die Wangen, damit dann mein Blush und Highlighter besser hält. Ich möchte aber insgesamt nicht alles abpudern, damit ich mir noch ein bisschen Glanz bewahre, denn ich finde, zu so einem Glitzerlook kann ruhig auch ein bisschen Glow noch im Gesicht sein. So, ich bin jetzt auch schon fast fertig mit meinem Look. Ich werde jetzt noch das letzte Touch-Up machen, und zwar mit der RMS-Palette, dem Central Trio. Da sind drin ein Blush, ein Highlighter und ein Bronzer. Auf den Wangen beginne ich mit dem Bronzer, und das ist der Madeira Bronzer. Damit arbeite ich mir ein bisschen meine Wangenknochen raus und gehe dann mit dem Blush Demure. Das war ursprünglich ein RMS Cream Blush und den gibt es jetzt auch als Puder, was ich besonders toll finde, denn es ist eine super schöne Farbe, die fast jedem steht. Gehe damit ein bisschen auf meine Wangen im vorderen Bereich und verblende das ein bisschen mit dem Bronzer, und das gibt einfach nur noch mal ein bisschen Frische ins Gesicht. Und zu guter Letzt noch den Highlighter Grand Dame. Gebe ich ein bisschen auf meine Wangenknochen oben und ein bisschen auch auf meinen Nasenrücken. Und wer möchte, auch noch ein bisschen auf den Cupid's Bow an den Lippen. Das betont dann nochmal schön gleich den Lippenstift. Für die Lippen habe ich mich für einen Ilia Tinted Lip Conditioner entschieden, und zwar in Bang Bang. Das ist ein schöner Rotton, aber nicht ganz so knallig. Ein bisschen weicher, nicht ganz so kühl, aber auch nicht zu warm, leicht ins Beerige gehend, und dieser Ton passt einfach wunderschön zu der Farbkombination von dem Glitzer. Das ist doch echt cool. Ich hoffe, euch hat unser Tutorial gefallen und ihr könnt die Tipps und Tricks selbst bei euch anwenden. Lasst uns doch in den Kommentaren wissen, was ihr hier auf unserem Channel sehen und hören wollt, und vergesst nicht, ihn zu abonnieren. Alle Produkte, die ich verwende und die wir hier zeigen, könnt ihr bei amazingy.com bestellen. Und wenn ihr euch mal nicht sicher seid, ob eine Farbe passt oder nicht, könnt ihr auch unseren Sample Service nutzen. Alles weitere dazu findet ihr auf der Website. Außerdem haben wir noch unser Amazingy Magazine. Da findet ihr tolle, spannende Artikel zum Thema Green Beauty, Nachhaltigkeit und Gesundheit. Und alle Links stehen unten in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.